Vor einigen Generationen wurde die majestätische Welt Kalundra durch die magische Explosion eines großen Kristalls in Stücke gerissen. Mittlerweile haben sich die Trümmer und Scherben Kalundras von der Katastrophe erholt und die Menschen beginnen, mächtige Magier zu den entfernteren Bruchstücken zu entsenden. Diese Reisen sind extrem gefährlich, denn zum einen führen die Pfade durch instabile magische Portale, zum anderen sind sie nicht allein. Und damit moin moin und herzlich willkommen zu einer der seltenen Spielsystemvorstellungen hier beim TWS. Wie unschwer zu erraten, geht's in den folgenden Minuten um Summoners, eines meiner liebsten Tabletop-Spiele. Müsste man Summoners in einem Satz zusammenfassen, könnte man sagen, Summoners ist ein taktisches Fantasy-Tabletop, bei dem jeder Spieler nur so um die 10 Figuren benötigt und das viele Mechaniken aus Sammelkartenspielen wie Magic the Gathering und Yu-Gi-Oh! Enthält. Aber das ist natürlich nur die Spitze des Spielspaß-Eisbergs. Daher möchte ich euch in den folgenden Minuten die Besonderheiten und Spielmechaniken von Summoners einmal näher vorstellen. Und natürlich liste ich auch auf, was ihr für den Einstieg benötigt und wo ihr die Regeln und Karten kostenlos herunterladen könnt. In Summoners übernimmt jeder Spieler die Rolle eines Beschwörers, der über ein magisches Portal eine der entlegenen Scherben Kalundras erreicht hat. Üblicherweise wird Summoners zu zweit gegeneinander gespielt, aber auch Vierer-Matches sind möglich. Ziel einer Partie ist es, die auf dem Spielfeld verteilten Mana-Quellen unter die eigene Kontrolle zu bringen und so Siegpunkte zu sammeln. Je nach Szenario kann es natürlich auch noch weitere Möglichkeiten geben, um Siegpunkte zu erbeuten. Für all das haben beide Spieler aber meist nur 6 Runden Zeit, also muss sich jeder Magier schon etwas ranhalten. Und dafür beschwören beide Magier verschiedenste Kreaturen, die in 3 Machtstufen unterteilt sind. Eine Beschwörung kostet zudem Mana, eine Ressource, die jeder Magier generiert und die er aus Mana-Quellen unter seiner Kontrolle erhält. Also, je mehr kontrollierte Mana-Quellen, desto mächtiger und flexibler kann ein Magier auf dem Spielfeld agieren. Für eine Partie Summoners werden auf einem 90 x 90 cm Spielfeld kleine und große Mana-Quellen platziert. Deren Positionen sind in den offiziellen Szenarien angegeben, aber natürlich kann man sich auch eigene Platzierungen überlegen. Die Mana-Quellen sind meist die Hauptspielziele, denn zu Rundenbeginn versorgen kleine Mana-Quellen, die von einem Magier kontrolliert werden, diesen mit einem Mana. Große Mana-Quellen generieren 2 Mana und bringen am Ende einer Runde einen Siegpunkt ein. Sind die Mana-Quellen platziert, wird noch etwas Gelände aufgestellt. Ein Würfelwurf entscheidet dann, welcher Spieler sich zuerst eine Spielfeldseite aussuchen darf. Danach kann es dann direkt losgehen. Und schon sind wir bei der ersten Besonderheit von Summoners. Denn zu Beginn der ersten Spielrunde wird nur der eigene Magier aufgestellt. Man muss also nicht vorab überlegen, welche Modelle man aus seiner Sammlung in die Schlacht führt. Stattdessen einfach nur den Beschwörer aufstellen und schon ist man im Spiel. Ein Initiativewurf entscheidet danach, welcher Spieler seinen Magier zuerst aktivieren und dessen Aktionen ausführen darf. Ein Beschwörer hat 3 Aktionspunkte, dafür kann er gehen, rennen, einen Sturmangriff ausführen, mit einem Objekt interagieren, zum Beispiel einer Mana-Quelle, einen Nah- oder Fernkampf ausführen, sich konzentrieren, um zum Beispiel einen nachfolgenden Angriff zu verbessern, einen Zauber wirken oder eine Kreatur beschwören. Aber dafür ist mehr als nur ein Aktionspunkt nötig, und zwar Mana. Je nach Machtstufe der Kreatur wird mindestens ein Mana benötigt. Meist aber mehr und manchmal sogar Opfer. Denn um eine Kreatur der Machtstufe 2 zu beschwören, muss ein Monster von mindestens einer Machtstufe vom Spielfeld genommen werden. Kreaturen der höchsten Machtstufe 3 erfordern sogar 2 Machtstufen als Opfer. Anschließend wird ein Kontrollwurf fällig, denn das Band zwischen Magier und Kreatur ist genau wie die Scherbenwelt Kalundras ein eher brüchiges Gebilde.
Je nach Entfernung zwischen Magier und beschworener Kreatur sowie ihrer Machtstufe reicht auf einem 8-seitigen Würfel bereits eine 2. Im Extremfall ist aber eine 6 nötig. Aber keine Sorge, mit Mana lassen sich zusätzliche Würfel kaufen, um den Kontrollwurf zu boosten. Beschworene Kreaturen, die ihren Kontrollwurf gemeistert haben, dürfen dann noch eine Gehenbewegung ausführen, bevor sie in der nächsten Runde 2 bis 3 Aktionspunkte für Gehen, Rennen, Interaktionen, einen Sturmangriff oder Nah- und Fernkämpfe einsetzen können. Aber vorher ist erneut ein Kontrollwurf fällig, um das Band zwischen Magier und Monster zu überprüfen. Misslingt der Wurf, verliert die Kreatur einen Aktionspunkt und erhält einen Kontrollverlustmarker. Sobald eine Kreatur davon 2 angesammelt hat, ist das magische Band zwischen ihr und dem Beschwörer zerbrochen und die Kreatur verschwindet. Man sollte sich also gut überlegen, welche Kontrollwürfe man eventuell mit Mana boostet oder ob man die Kreatur nicht vielleicht opfert, um ein neues, stärkeres Monster zu beschwören. Sobald sich mehr als nur eine eigene Einheit auf dem Spielfeld befindet, wird zu Rundenbeginn die Aktivierungsreihenfolge mittels verdeckt abgelegter Karten festgelegt. Nachdem dann die Initiative für diese Runde ermittelt wurde, decken die Spieler abwechselnd ihre oberste Karte auf, um die darauf angegebene Kreatur bzw. alle Kreaturen dieses Typs zu aktivieren. Jeder Spieler darf auch einmal pro Runde passen und die oberste Karte beiseite legen. So viel erstmal zum grundsätzlichen Ablauf einer Partie Summoners und den Spielregeln. Was genau macht Summoners denn nun so interessant und spaßig? Nun, Summoners ist ungemein taktisch und auf eine ganz besondere Art dynamisch. Während man bei den meisten Tabletop-Spielen normalerweise gegnerische Aktionen einigermaßen vorausahnen und entsprechend eigene Spielzüge planen kann, ist das bei Summoners völlig anders. Denn ob der Gegner nur mit seinen vorhandenen Monstern agiert oder eine neue Kreatur beschwört und welche er eventuell dafür opfert, lässt sich meist überhaupt nicht einschätzen. Auch wofür der Gegner sein Mana ausgibt, kann man kaum erahnen. Und genauso geht's auch dem Gegenspieler. Denn auch man selbst kann jederzeit den Plan über den Haufen werfen, den man noch zu Rundenbeginn geschmiedet hat. Sei es, weil sich plötzlich eine bestimmte Gelegenheit bietet oder weil man eine angeschlagene Kreatur jetzt doch besser für ein neues Monster opfern sollte, bevor sie gleich vom Gegner vernichtet werden würde. Kurzum, auch wenn man bei Summoners zunächst nur mit einem Magier startet, kann einem schon in der 3. oder 4. Runde der Kopf vor lauter taktischer Möglichkeiten rauchen. Denn der Kampf um Mana-Quellen hat's wirklich in sich und ist ein Fest für Strategiefreunde. Einen ausführlichen Summoners Spielbericht könnt ihr übrigens beim Tobi von Bier und Brezel Tabletop anschauen. Und auch ich werde euch in der kommenden Woche ebenfalls eine Spielzusammenfassung präsentieren, bei der ich dann auch viel genauer und mit passenden Beispielen auf alle relevanten Regeln eingehe. Werft bis dahin gerne einen Blick auf die Website der Summoners-Macher und in die dortige Download-Sektion. Dort findet ihr einen Auszug aus dem Regelbuch mit allem, was ihr zum Spielen wissen müsst. Auch die Karten für die einzelnen Fraktionen und Kreaturen findet ihr dort, natürlich ebenfalls völlig kostenlos. Aber selbstverständlich gibt's die in Hardcover gebundenen Regeln und die hochwertig gedruckten Karten auch zu kaufen. Ansonsten braucht ihr zum Spielen nur noch ein paar 8-seitige Würfel, ein Maßband mit Zolleinteilung, ein 90 x 90 cm großes Spielfeld mit etwas Gelände und natürlich Miniaturen. Aktuell gibt es 6 Summoners-Fraktionen, denn parallel zum Start dieses Videos wurde die neue Fraktion Leben veröffentlicht. Naja, eigentlich war es eher umgekehrt. Für den Einstieg in Summoners lohnen die Adept-Boxen für jeweils rund 70 €. Darin findet ihr jeweils einen Beschwörer sowie 4 Kreaturen der Machtstufe 1, 2 Kreaturen der Machtstufe 2 und eine Kreatur der Machtstufe 3. Damit lässt sich prima loslegen und nach ein paar Partien könnt ihr eure Truppe dann gezielt mit einzelnen Minis eurer Wahl aufstocken. Ich besitze mittlerweile 2 Fraktionen und würde sagen, dass ich mit rund 15 Modellen pro Volk für alle Spieleventualitäten gerüstet bin. Mehr zu genau diesen Spieleventualitäten gibt's schon nächste Woche in meinem Summoners Spielbericht. Wir sehen uns also nächsten Freitag. Bis dann.